Hallo und herzlich willkommen aus dem Dachgeschoss meiner Schwiegermutter. Warum sind wir hier? Ja, wir wollten erst am 30.11. umziehen, weil auch da erst unsere Übergangswohnung frei wird in Wilhelmsburg, damit wir dann das Haus auch renovieren können. Und in unserem Kaufvertrag steht geschrieben, dass die Zahlung des Kaufpreises frühestens 10 Tage nach der Räumung unseres jetzigen Hauses stattfinden wird. Und das wollten wir natürlich so beschleunigen wie möglich. Auch wenn jetzt noch andere Dinge laufen, wie jetzt die Auflassungsvormerkung oder das Vorkaufsrecht der Stadt. Dennoch haben wir uns gedacht, wir ziehen früher aus. Denn falls diese ganzen behördlichen Sachen gelaufen sind, dass dann die Kaufpreiszahlung schnell vonstatten geht. Hintergrund ist der, dass wir bis zum 31.12. gezahlt haben müssen, das neue Haus. Sonst kriegen wir da Probleme, das Haus vielleicht weggenommen oder ähnliches. Und dem wollten wir entgegenwirken und deswegen sind wir früher raus. Ja, meine Schwiegermutter hat sich da erfreulicherweise zur Verfügung gestellt und hat dann auch wirklich sich angeboten und gesagt, wir können bei ihr einziehen. Ich finde das total klasse von ihr, vor allen Dingen, weil auch unsere Hühner bei ihr im Garten sein dürfen. Und wir sind jetzt, 19 Tage werden wir hier sein, müssen dann aber auch nochmal nach Wilhelmsburg fahren und am 30.11. geht es dann letztendlich los. Unterschrieben haben wir den Kaufvertrag am 5.11., haben dann ein Umzugsunternehmen genommen, das ich jetzt nicht gefilmt habe aus datenschutzrechtlichen Gründen. War einfach nicht möglich. Es waren zu viele Helfer dort gewesen und es war nicht möglich gewesen, Bilder oder Videos zu machen von dem Umzug. Von daher habe ich deswegen auch dieses Off-Topic-Video erstellt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr möchtet, mache ich so etwas auch öfter mal gerne. Auf jeden Fall haben wir 5 Tage Zeit gehabt, um unser ganzes Haus leer zu räumen. Der Umzugschef hat gesagt, dass ungefähr 70 Kubikmeter geladen werden müssen. Letztendlich waren es dann doch mehr gewesen. Es hat so nicht gepasst. Also es war so gewesen, dass das Umzugsunternehmen kam, hat alles eingeladen. Er war schon bei 80 Kubik und hat dann irgendwann abgebrochen, ist dann gefahren und hat gesagt, ja, der Rest ist euer Problem. Wir haben also innerhalb von 5 Tagen den Inhalt unseres gesamten Hauses, des Gartens, des Gartenhauses, also alles, was wir haben, innerhalb von 5 Tagen in mehr als 120 Kartons, die veranschlagt waren, nämlich in 160 Kartons gepackt, haben alle Möbel soweit fertig gemacht und war ein ziemlicher Kraftaufwand gewesen, aber auch seit wir umgezogen sind am 11.11., also seitdem unser Hab und Gut abgeholt worden ist am 11.11. und wir dann zu der Schwiegermutter gezogen sind, waren wir nicht untätig gewesen. Wir haben sehr viele behördliche Dinge geregelt, also viele Umzugsmeldungen geschrieben. Ich habe auch schon mit den ersten Planungen angefangen, was den Grundriss angeht, was Elektroplanung angeht, auch die Raumplanung grundsätzlich, die ich euch heute gerne noch zeigen möchte. Haben wir vorgenommen. Es ist einiges zu tun, was wir in Zukunft umsetzen möchten, wo wir euch mitnehmen wollen. Und Planung ist hier sehr wichtig. Natürlich haben wir bei den ersten Besuchen auch schon unsere ersten Gedanken gemacht und gesagt, okay, wir möchten so. Aber ohne es vernünftig zu planen, ohne zu wissen, wo wir ansetzen muss und in welche Richtung das Ganze läuft, ihr versteht sicher schon, ein bisschen geplant sollte es sein. Nicht, dass irgendwelche unvorhergesehenen Probleme auf uns zukommen. Die meisten Sachen vorher vielleicht schon abfangen, wenn man weiß, dass da was kommen könnte. Zunächst einmal ist es aber so, dass wir dieses Wochenende, also ihr werdet jetzt wahrscheinlich schon sehen, das ist der 21.11., das wird wahrscheinlich heute sein. Ich muss das Video heute termingesteuert hochladen, weil wir wahrscheinlich jetzt schon im Kleinbus sitzen, um das hoch zu transportieren, was das Umzugsunternehmen nicht transportieren konnte. Das heißt, wir fahren jetzt nochmal nach Wilhelmsburg, dieses Wochenende. Kommendes Wochenende werde ich nochmal ein Video machen mit unserem alten Haus, um euch ein bisschen zu zeigen, wie wir die letzten 6 Jahre, was wir alles getan haben, wie wir gewohnt haben. Ein bisschen ein Blick in die Vergangenheit. Es ist viel davon nostalgisch für uns, also emotional und wir möchten euch das nur einfach mal zeigen und auch für uns dieses Video machen. Wird euch bestimmt gefallen. Das, der zukünftige Plan. Also wir fahren erstmal nach Wilhelmsburg dieses Wochenende, um die Sachen, die nicht eingeladen worden sind, dort oben
in die Scheunen zu laden, was wir eigentlich nicht vorhatten, weil wir ja nicht vor Ort sein können bis zum 30.11. Aber wir haben uns gedacht, in der letzten Woche, das bisschen, was noch übrig ist, wird ein Kleinbus komplett voll sein, ja, werden wir dann doch in die Scheunen laden oder ins Haus laden, damit es erstmal sicher unter ist und nicht im Haus rumsteht. Hierbei gab es aber schon ein kleines Problem, und zwar die ganzen Ferienwohnungen, die ganzen Hotels sind geschlossen wegen Corona. Ich habe dann noch beim Landkreis angerufen, Mecklenburg-Vorpommern, und habe nachgefragt, wie wir das machen können. Und es wurde uns kein Zimmer angeboten und nichts. Also wir haben überall angefragt, es war nichts zu machen. Letztendlich habe ich aber eine sehr freundliche Mitarbeiterin am Telefon gehabt, und die hat mir dann gesagt, dass es und jetzt muss ich mal kurz nachgucken, nach Paragraph 4 der Corona-Landesverordnung, ich wusste nicht mal, dass es sowas gibt, nur die Reisen zu touristischen Zwecken verboten seien. Gut, wir haben keinen touristischen Zweck, wir haben einen Kaufvertrag, wir haben ein Umzugsunternehmen, wo hinten dran steht. Von daher haben wir einen triftigen Grund, wir dürfen, und wir haben jetzt auch eine Ferienwohnung ausgetragen, wo wir jetzt eine Nacht übernachten können für unser Hab und Gut. Letztendlich ist es aber auch gut für unsere Übergangswohnung, dass wir da auch wissen, es ist kein touristischer Zweck. Von daher dürfen wir auch während der Renovierungsarbeiten in dieser Übergangswohnung bleiben. Die Mitarbeiterin hatte allerdings Bedenken gehabt, was unsere Anreise oder Einreise nach Mecklenburg-Vorpommern angeht. Hat aber dann auch nach ein bisschen Recherche herausgefunden, dass der Paragraph 5 Absatz 2 der Absatz 3 der Landesverordnung besagt, dass wenn man Land besitzt, dieses Bundesland auch bereisen darf. Also auch da mit Kaufvertrag haben wir das Recht, dann nach Mecklenburg-Vorpommern zu reisen. Es ist also alles abgeklärt. Diese Kurzreise mit unserem Hab und Gut, mit unseren Restbeständen können wir machen und dann auch in der Übergangswohnung sein. Das sind schon mal die positiven Sachen, die zwecks Corona da ein bisschen reingespielt haben. Okay, das war dann jetzt der aktuelle Stand gewesen, wo wir uns momentan befinden. Kommen wir noch mal kurz zu der Grundrissplanung und zu der Raumplanung, die ich vorgenommen habe, die ich euch jetzt gern zeigen möchte. Und zwar habe ich bei den letzten Rundgängen auch ein paar Vermessungsarbeiten gemacht, zweimal, um genau zu sein, weil die Werte beim Anfang nicht so genau waren, nicht so gestimmt haben. Da war nicht viel Zeit, deswegen habe ich mich da beeilt. Beim zweiten habe ich nochmal richtig nachgemessen, nochmal nachkorrigiert. Ja, und ich benutze zur Planung das kostenlose Programm Sweet Home 3D. Ich verlinke euch das mal unten, wenn ihr das auch benutzen wollt. Es ist wirklich sehr intuitiv. Ich finde es sehr praktisch, um auch vielleicht später mal eine Möbelplanung zu machen, aber auch für Elektroplanung, Gas, Wasser. Also die ganzen Planungen finde ich eigentlich ganz nett, dieses Programm. Und auch der Verkäufer hat einen Grundriss mit diesem Programm erstellt. Und das hat als ersten Anhaltspunkt gut geholfen, um zu wissen, wie die Räume liegen. Das blende ich euch jetzt erstmal ein. So. Und wie ihr jetzt im ersten Grundriss des Verkäufers seht, ist die Benamung der Zimmer, wie sie angedacht waren oder wie sie sind, natürlich nicht unsere Planung. Im Rundgang unseres Videos haben wir ja gesagt, was wir wohin haben wollten. Das waren schon die ersten Gedanken gewesen. Ob sich das so umsetzen lässt, schauen wir mal noch. Und das Video verlinke ich euch mal in der Videobeschreibung. Und so, jetzt lege ich mal meine ausgemessenen Werte, die ich jetzt bei den Vermessungsarbeiten gemacht habe, darüber. Und ja, hier zeigt sich schnell, dass der ursprüngliche Plan leider nicht für unsere Detailplanung zu gebrauchen ist. Die Werte und auch die Position der Fenster und die Türen, wie sie aufgehen, die stimmen teilweise gar nicht überein. Die Fenster sind auch so bezeichnet, dass sie zu öffnen sind. Ja klar, Fenster sind zu öffnen, aber das erwarte ich eigentlich nicht in einem Grundrissplan. Da sollte man normal nur die Türen sehen. Ja, von daher konzentrieren wir uns jetzt einfach auf die von mir ausgemessenen Werte und meinen Grundrissplan, den ich erstellt habe, und versuchen anhand dessen die weiteren Detailplanungen vorzunehmen. So, dann gehen wir nochmal auf die einzelnen Zimmer. Die zeige ich euch jetzt mal, die blende ich ein. So, ganz unten, da steht Veranda. Bei uns, wie habe ich glaube ich, Windfang habe ich glaube ich gesagt. Gehen dann nach oben, kommen wir in den Flur. Nach links, dann steht da Schlafen, was unser Wohnzimmer werden soll.
Nach oben durchgehend steht da wieder Schlafen, was dann unser Büro sein soll. Gehen wir dann nach rechts, steht da Büro oder Gäste. Das ist für uns der Flur. Warum, zeige ich euch gleich noch. Gehen wir dann wieder weiter nach rechts, kommt dann das Treppenhaus, was dann auch das Treppenhaus bleiben soll. Nach oben ist das Bad, was dann später ein Wintergarten werden soll, nicht mehr das Bad, wenn alles klappt. Dann wieder zurückgehend nach rechts, dann kommt die Küche, was das Esszimmer werden soll. Nach unten gehend ist es Esszimmer, laut dem alten Plan. Laut unserem Plan soll das dann die Küche werden, also genau vertauscht. Geht man dann nach links oder wenn man im Raum steht, nach rechts eigentlich, dann steht da Wohnen. Für uns ist es dann das Schlafzimmer. Gehen wir wieder zurück, Esszimmer, Küche, kommen wir nach rechts, ganz oben rechts Veranda. Das wäre für uns dann das Badezimmer. Unten drunter steht der Flur, was dann für uns die begehbare Dusche werden sollte. Wie gesagt, ob das alles so planbar ist und durchführbar ist, schauen wir mal. Also planbar ja, aber durchführbar ist, sehen wir dann. Gut, das ist das, was vorher geplant war. Jetzt blende ich nochmal meinen Plan ein, wie es ja auch geplant ist, wie ich es eben gesagt habe. Windfang, Flur, Wohnzimmer, Büro, Flur, Treppenhaus, Wintergarten, Esszimmer, Küche, Schlafzimmer, Badezimmer und Dusche. Und jetzt kommen wir zu den Änderungen, die wir planen. Das blende ich euch jetzt mal ein. Und das sieht schon ziemlich durcheinander aus, gebe ich zu. Ich versuche es aber trotzdem langsam mit euch durchzugehen, damit ihr versteht, was unsere Intention da hinten dran ist. Also um eine vernünftige Wohnwand im Wohnzimmer stellen zu können. Ja, da sollten wir dann diese Schiebetür zum Büro schließen. Das ist diese Tür zwischen Wohnzimmer und Büro. Diesen Zwischenflur, den es da unten gibt, diesen kleinen Raum, den halten wir für ziemlich unnötig. Und deswegen wollen wir auch die Zarge und einen Teil der Wand entfernen. Ja, ob wir dann hier einen Sturz brauchen, müssen wir noch in Erfahrung bringen. Und da uns der Flur oben drüber mit seinen 13,3 Quadratmeter, der ist uns einfach zu breit. Und dem würden wir nach dem Entfernen der Dielen, würden wir da noch eine Wand stellen wollen. Und diesen neu erstellten Raum, den würden wir wiederum teilen und eine Schiebetür vom Flur zum unteren Raum als Zugang benutzen. Das wird dann so eine Art Putzraum werden, so die Planung. Und der obere Raum, der hat ja schon einen Zugang durch das Büro, aber das Büro ist jetzt leider ohne Zugang. Deswegen müssen wir oberhalb des Büros noch eine neue Tür schneiden. Da soll eine neue Tür gesetzt werden. Und auch da wissen wir nicht, ob wir dann einen Sturz brauchen oder nicht. Und wir würden auch gerne die Zarge benutzen, die aus dem Flur stammt. Ob das machbar ist, wissen wir nicht. Wäre einfach mal ein Versuch wert. Somit damit ist die linke Haushälfte schon mal erledigt. Jetzt kommen wir mal zur rechten Haushälfte. Ja, die Schiebetür zwischen der Küche und dem Schlafzimmer, die halten wir für ziemlich unpraktisch, weil wir dort auch irgendwann eine durchgängige Küchenzeile einbauen wollen. Deswegen wird die Tür verschlossen. Jetzt haben wir aber im Schlafzimmer wieder keinen Zugang zu irgendeinem anderen Raum. Deswegen machen wir da wieder einen neuen Zugang vom Schlafzimmer in das Treppenhaus. Da ist auch noch nicht ganz klar, ob wir da eine Zarge, einen Sturz brauchen oder wie wir das dann umsetzen. Am liebsten würde man natürlich die Zarge von Küche, Esszimmer nehmen, wenn das natürlich möglich ist. Und würden zwischen Küche und Esszimmer so eine Art Rundbogen einsetzen wollen. Ursprüngliche Planung war gewesen, die komplette Wand rauszunehmen, aber dann bräuchten wir einen größeren Sturz, einen Abfangbalken. Und da habe ich ein bisschen Bedenken, was die Stabilität des Hauses angeht. Ich möchte jetzt da nicht unbedingt einen Statiker einschalten. Vielleicht planen wir das mal noch später raus, aber erster Planungsschritt würde ich erstmal die Wände drin lassen und würde dann nur einen Rundbogen einsetzen. Zwischen Dusche und Badezimmer, das ist rechts oben. Da sind so ein paar kleine Wandbestandteile, könnt ihr in dem Video sehen, wo wir den Rundgang gemacht haben. Die würde ich ganz gerne entfernen, weil wir da einen sauberen Übergang haben möchten vom Badezimmer zur Dusche. So, außerdem möchten wir natürlich keine Haustür haben in unserer begehbaren Dusche. Deswegen wird die zweite Haustür, die auf der rechten Seite ist, dann auch verschlossen. Und muss dann natürlich von außen ein bisschen das Haus verputzt werden. So wie das Haus auch verputzt wurde schon, also im gleichen Stil. Wir hoffen, dass wir das auch umsetzen können. Okay, also mal abgesehen davon, dass die komplette Elektrik erneuert werden muss, sollte vorher auch der alte Schwerkraftofen aus dem Keller ersetzt werden. Damit wir den aber ersetzen können, brauchen wir einen Gasanschluss, der aktuell aber nur in der Straße vorhanden ist.
aber noch nicht ins Haus gelegt wurde. Naja, und wenn wir schon bei den Sanitärarbeiten sind, hier gibt es noch ein großes Problem, was das Thema Abwasser angeht. Aktuell ist nur ein Abwasseranschluss im vorherigen Bad vorhanden, was zukünftig unser Wintergarten werden soll und läuft per Rohrleitung auf das Grundstück unserer Scheunen in einem sehr langen Weg und ziemlich flach. Das bedeutet aber auch, dass auf unserem jetzigen Grundstück von unserem Haus gar keine eigene Abwasserleitung vorhanden ist. Jetzt kommt noch dazu, dass unser künftiges Bad, also das ganz rechts, tiefer liegt als das aktuelle Bad, was später der Wintergarten werden soll. Ja, es gibt zwei Lösungen, um das Problem aus der Welt zu schaffen. Die erste Lösung wäre, so wie es der Sanitärer empfohlen hat, den wir schon befragt haben, dass wir das Abwasser per Hebeanlage und mittels eines Schachtes zur vorhandenen Abwasserleitung führen. Es ist aber ein sehr hoher Kostenbeitrag hier, also es wird sehr viel kosten und ist auch nicht ganz so praktikabel. Die andere Sache wäre, wir lassen uns einfach eine neue Abwasserleitung von der Straße aus auf der rechten Seite auf das Grundstück des Hauses legen. Und hier habe ich auch schon Kostenvoranschlag in Auftrag gegeben und warte mal ab, was die Wasserwerke sagen. Naja, gut wäre auch, wenn die Abwasserleitung und das Gas irgendwie gleichzeitig ins Haus gelegt werden, weil sonst Doppelkosten entstehen. Noch dazu ist in unserem Dorf noch ein Breitbandanschluss geplant und wenn der kommt, hätten wir das 3. Mal den Bagger auf unserem Grundstück. Also am besten wäre einmal Bagger, einmal zum Haus und alle 3 Leitungen, Abwasser, Gas und Breitbandleitung ins Haus legen. Das wäre optimal. Sonst müssten wir pro Anschluss ca. 5.000 € bezahlen. Dann sind wir bei 15.000 € nur für die Anschlüsse. Das wäre jetzt wirklich nicht praktisch. Ich weiß nur nicht, ob die Handwerker da miteinander, untereinander arbeiten können und werden und ob die Anschlüsse auch wirklich alle in einen Schacht gelegt werden dürfen. Naja, und bis die Abwasser- und Gasanschlüsse nicht geklärt sind, macht es so überhaupt keinen Sinn, einen Sanitärer zu beauftragen. Und da die Stromleitungen normalerweise nicht hinter irgendwelche Rohre gelegt werden sollen, sondern davor, muss auch der Elektriker auf die Arbeiten des Sanitärers warten. Naja, dazu kommt dann auch, wie ich schon gesagt habe, dass unser Haus noch gar nicht bezahlt ist und sämtliche Investitionen von uns verloren wären, sollten wir nicht bis zum 31.12. gezahlt haben. Ja, und wegen all dieser Gründe können wir also in den nächsten Wochen nach unserem Umzug am 1.12. nur an die Entkernung gehen und die vorbereitenden Maßnahmen durchführen, ja, und abwarten, bis das Geld ankommt und natürlich auch die Kostenvoranschläge abwarten, was die Behörden und Ämter wegen der Hausanschlüsse entscheiden und was es letztendlich kosten wird. Auch die Arbeiten unter dem Dach, also das Ausbauen des Dachstuhls und natürlich auch des Kellers, wird so lange warten müssen. Und ob all unsere Planungen, wie ich sie jetzt hier gezeigt habe, sich so realisieren lassen, wird auch erst die Zeit zeigen. Vielleicht müssen wir auch wieder komplett umplanen und von vorne anfangen. Es bleibt also spannend. Also, so wie immer, abonniert meinen Kanal hier unten, schaltet das Glöckchen ein, damit ihr keins unserer Videos verpasst. Dann werdet ihr immer auf dem aktuellsten Stand sein und wissen, wie es uns geht und wie es weitergeht vor allen Dingen. Ja, kommende Woche, habe ich ja schon gesagt, werde ich noch ein Video machen von unserem alten Haus, das ja leergeräumt ist. Mit noch ein paar Fotos als Impressionen für euch, auch vor allen Dingen für uns als emotionaler Abschied, kann man sagen. Was wir in den 6 Jahren gemacht haben, was wir hinterlassen haben, wie wir gelebt haben. Also es wird schwer, das Video zu machen und es würde mich freuen, wenn ihr euch das auch anschaut und auch kommentiert. Ja, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, seid gespannt, bleibt gespannt und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.